Morgen, Leute. Die MWC 2024 findet diese Woche in Barcelona statt. Es ist die größte Mobilfunkmesse in Europa und hat seinen Besuchern neben Trends wie künstliche Intelligenz dieses Jahr auch Krypto angeboten. Und da komme wieder mal ich ins Spiel. VeChain, das Unternehmen hinter dem Wetttoken, hat das Rennen gemacht und war dieses Jahr dabei. Im Rahmen dieser Messe hat VeChain gestern ein riesen Update verkündet. Eine neue Plattform namens VBetterDAO. Wir schauen uns in diesem Video da jetzt mal den Zusammenhang zwischen VeChain und der MWC 2024 an und was es mit dem neuen Update auf sich hat. Am Schluss gebe ich dir noch ein paar Gedanken und Anregungen dazu, ein paar Zusammenhänge im Hintergrund über VeChain und das Update. Also dranbleiben, Like nicht vergessen, Gliederung habe ich dir eingeblendet. Ich habe jetzt richtig Lust, dir von meinem Tag gestern zu erzählen in Krypto. War mal wieder unglaublich spannend und freue mich auf dich. Bleib dran. Hey! Du tust dir schwer, Kryptowährungen zu analysieren und den passenden Coin für dich zu finden? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. In meinem Online-Kurs lernst du mit mir, wie du in 5 Schritten in Kryptowährungen investierst. Definiere deine finanziellen Ziele, bewerte deine Coins nach einem Punkteschema und erstelle dein passendes Portfolio. Den Link zum Kurs findest du unten in der Beschreibung. So, du siehst, ich habe meine Kopfhörer schon ausgezogen, um einfach voll konzentriert bei der Sache zu sein. Wir beginnen doch einfach mal ganz am Anfang. Und zwar war diese Woche brandaktuell die größte Mobilfunkmesse Europas, die MWC 2024 in Barcelona. Braucht man gar nicht drüber reden. Es sind ganz, ganz bekannte Namen dabei gewesen, von Telekom hin bis zu über Meta, KPMG, PwC, JP Morgan und so weiter. Und da wurden natürlich die neuesten Trends und News und ganz besonders auch die neuesten Errungenschaften um die künstliche Intelligenz in Kombination mit Handys und Co. vorgestellt. Da gab es Spiele, Metaverse-Spiele und Roboter und Virtual Reality und KI-Bots und was weiß ich alles. Also da war für jeden was letzten Endes dabei. Und warum erzähle ich dir das? In diesem Zusammenhang, im Rahmen dieser Messe, gab es ja auch einige Vorträge. Und einer der Vorträge war ein Gamechanger-Vortrag von dem CEO von VeChain, von Sunny Lu, zusammen mit Sir Konstantin. Sir Konstantin ist ein Nobelpreisträger für Physik ehemals. Das ist ein Experte, was die Nanotechnologie angeht. Und Sir Konstantin und Sunny Lu haben im Rahmen dieser Messe einen Keynote gehalten. Der war gestern am 28.02. Und im Vorfeld wurde schon darauf aufmerksam gemacht, hey, passt auf Leute, wenn das Sunny Lu am 28. Februar auf der Mobilfunkmesse mit dem Sir Konstantin einen Vortrag hält, dann gibt es große Wellen, die gemacht werden. Es gibt Big Updates für das gesamte VeChain-Ökosystem und Web 3. Im Vorfeld wurde das natürlich schon alles gepusht, das Marketing, aber es gab tatsächlich auch nachhaltigere, ein bisschen tiefer liegende Updates, die im Vorfeld stattgefunden haben, um natürlich überhaupt so etwas vorzubereiten. Da gehe ich gleich drauf ein, was da passiert ist. Und zwar gab es technische Weiterentwicklungen, die unter anderem Benutzer mit Kryptowährungen, mit Blockchain-Technologie, die denen helfen sollen, Transaktionssignierungsprozesse zu verschlanken, zu vereinfachen, zu automatisieren. Das ist das sogenannte Account Abstraction Modell. Ich habe darüber eben einen Tweet geschrieben. Das ging dieser ganzen Sache voraus. Weshalb da also schon vor ein paar Wochen VeChain sehr stark gestiegen ist. Und gestern, am 28. Februar, war es dann endlich soweit. Es gab endlich die neue Ankündigung. Was war es denn? Was passiert denn jetzt? Und zwar verkündete VeChain, dass eine neue Nachhaltigkeitsplattform an den Start geht, die sogenannte VBetterDAO. Und das zusammen mit 2 neuen Tokens, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, dem BeFreeTA und dem VOT-Free-Token, sind beide Tokens, die im Rahmen dieser Plattform verwendet werden. Und man hat gestern mit dem Testnet begonnen. Also dieser Keynote-Vortrag von der Mobilfunkmesse war der Auftakt für das Testnet von dieser neuen Plattform. Und die stelle ich euch jetzt mal ganz kurz vor. Das ist so dieser ganze Zusammenhang zwischen neuen Technologien, Nachhaltigkeitstrend, Blockchain, Mobilfunkmesse und jetzt kommen wir eben zu diesen neuen Updates. Ganz kurz vielleicht nochmal eine DAO für all diejenigen, die neu eingestiegen sind. Eine DAO ist eine dezentrale autonome Organisation. Das heißt, das ist eine Gemeinschaft von unabhängigen Teilnehmern weltweit. Das kann ich sein, das kann aber auch jemand jetzt in Asien sein. Und wir können über Vernetzung dank der Blockchain-Technologie
ein Netzwerk zusammen verwalten. Das gelingt über Governance-Mechanismen. Also ich habe einen Token und den kann ich quasi als Stimmzettel benutzen, um abzustimmen, wie denn ein Netzwerk oder wie eine Gemeinschaft finanziert werden soll, wie sie verwaltet werden soll, was Updates sind. Und die WeBetterDAOs ist eine Gemeinschaft, die gebildet worden ist, jetzt eben diese neue Ankündigung, diese Plattform, die sich für Nachhaltigkeitslösungen einsetzt. Diese WeBetterDAO richtet sich im Grunde an die UN-Nachhaltigkeitsziele. Im Vorfeld beispielsweise hat schon VeChain 2023 mit der Boston Consulting Group, das ist eine Unternehmensberatungsfirma weltweit bekannt, eine Partnerschaft verkündet, sind eingegangen. Die haben zusammen ein White Paper geschrieben, das Web3 for Better White Paper. Und man hat eben verstanden, passt auf, wenn wir als Blockchain-Technologieanbieter, als Infrastrukturanbieter Nachhaltigkeit fördern wollen, dann müssen wir auch Maßnahmen fördern, aber das müssen wir so machen, dass es auch die Leute belohnt, die sich für die Umwelt einsetzen und nicht nur bestrafen. Also man sagt Zuckerbrot und Peitsche und die haben gesagt, okay, nee, wir entscheiden uns für das Zuckerbrot, wir belohnen positives Verhalten, anstatt dass wir schlechtes Verhalten bestrafen. Genau, das war so der Hintergrundgedanke. Ging eben diese Partnerschaft mit der Boston Consulting Group voraus. Die haben gesagt, okay, Nachhaltigkeitsziele. Und dazu gab es eben eine X-to-Earn-Strategie, die verkündet wurde. Es wurden Förderprogramme geschalten, um zum Beispiel auch schon Entwickler vorzubereiten, also Projekte dafür zu bilden. X-to-Earn als Beispiel, das X steht für dieses, hey, alles, was im Rahmen mit der Umwelt zu tun hat, wird belohnt. To earn, du verdienst einen Token. Also beispielsweise sagst du Plan to earn, ein Entwickler baut ein Nachhaltigkeitsprojekt, eine App auf Basis der Blockchain und sagt, okay, im Rahmen dieses Projekts, wenn du dich dafür engagierst, wenn du mitmachst, beispielsweise pflanzt einen Baum, also Plan to earn, dann bekommst du Belohnungen in Form von Tokens und dazu dient eben diese Plattform und die Anreize. Die WeBetterDAO wurde eben gestern jetzt gelauncht und wird sich, so habe ich das verstanden, über 3 Phasen erstrecken, über 3 Phasen ausgerollt werden. Einmal die Alpha-Phase, die hat jetzt gestartet. Es gibt auch dementsprechend schon die ersten Airdrop-Kampagnen. Bitte, bitte, bitte nur über die offizielle Webseite bei den Airdrops mitmachen, lest dich vorher ein. Es gibt viele Scams, viele Betrügereien, die auch gerade da so ein bisschen parallel entstehen im Space. Pass auf jeden Fall auf. Denn es ist nicht so leicht und gib nicht deine private Adresse irgendwo mal an eine inoffizielle Webseite. Das so mal ganz kurz am Rande gesagt. Wie gesagt, WeBetterDAO, 3 Phasen, Alpha, Beta und dann die Go-Live-Gala, die zusammen mit dem Mainnet-Launchfeld, dem offiziellen, das ist auch das Geburtsdatum der VeChain Tor Blockchain, also ist natürlich auch so ein bisschen, ja, strategisch gut gemacht. Der Gedanke ist der, dass man sagt, okay, du machst im Grunde in der Alpha-Phase als Nutzer mit. Wenn du beispielsweise im Airdrop mitmachst, du sagst, du engagierst dich, dann kannst du Tokens verdienen. Der Anreiz-Token, ganz wichtig, ist der BeFreeTR-Token. Das ist derjenige, der eben dann dich belohnt, indem du mitmachst bei der Kampagne. Und dann gibt es eben diesen zweiten Token, das ist der BUT-Free-Token, das ist der Governance-Token, den du 1:1 swappen musst, ich glaube wöchentlich, um dann bei diesen Entscheidungen mitzumachen. Das zu diesem Thema WeBetterDAO, die jetzt eingeführt worden ist. Vielleicht nochmal so ein bisschen meine Einschätzung, meine Gedanken dazu. Es ist natürlich eine Win-Win-Situation. Man sagt einerseits, okay, wir müssen die Menschen ja belohnen und auch engagieren dafür, dass sie sich umweltfreundlich verhalten. Wir wollen ja auch umweltfreundliche Maßnahmen grundsätzlich global fördern. Es ist natürlich auch eine Win-Win-Situation für das Unternehmen VeChain selber. Und zusammen mit der Boston Consulting Group hat man auch schon letztes Jahr festgestellt, dass die Nachhaltigkeitsbranche ein Multi-Billionen-Dollar-Geschäft ist. Also im Rahmen von Web3 in Kombination mit Nachhaltigkeit möchte VeChain natürlich eine Art positiven Schneeballmechanismus auslösen, dem Unternehmen aufmerksam werden, weil sie sehen, hey, passt auf, da gibt es Leute, die machen coole Projekte im Rahmen auf Blockchain, Web3, es werden auch Entwickler gefördert im Rahmen eines Grant, eines Förderprogramms, die eben diese Plattform hochziehen wollen, mehr Nutzer, mehr Entwickler, mehr Anwendungen, die gebaut werden. All das trägt ja zu einem positiven Effekt bei. Unternehmen von außen, die sagen, hey, ich möchte Nachhaltigkeit ja auch unterstützen, machen bei diesem neuen Geschäftsmodell mit, es gibt neue Einkommensströme, also es ist ein Effekt für alle Beteiligten. Ich verdiene Tokens
ja, indem ich mich umweltfreundlich verhalte. Enterprise, also Unternehmen, bekommen natürlich auch diesen Nachhaltigkeitsstempel. Wir arbeiten nachhaltig, wir sind engagiert in dem Bereich. Man fördert grundsätzlich einfach auch die Aufmerksamkeit auf diesem gesamten Thema. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, dass all das dazu beiträgt, dass letzten Endes das Ökosystem VeChain mehr Utility auch nochmal bekommt. Vielleicht nochmal abschließend. Ich glaube, es ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Letzten Endes kommt diese Plattform, wenn das Ökosystem wächst und auch Unternehmen und mehr Nutzer und so weiter aufmerksam werden und die Nutzerzahl steigt und auch die Projekte steigen, die sagen, hey, wir wollen auf VeChain Nachhaltigkeitsprojekte anbieten, Plan to Earn, wie auch immer, X to Earn, dann kommt das auch dem VET-Token zugute, denn die VeChain-Blockchain, VeChain-Tor-Blockchain ist letzten Endes ja die zugrunde liegende Blockchain, auf der das Ganze alles aufgebaut ist. Persönlich würde ich jetzt sagen, ich nehme jetzt nicht irgendwie mein ganzes Geld in die Hand und investiere jetzt in so einen BeFreeTR-Token. Dafür ist das wirklich ein Token, der mehr also dieser Gamification und dieser Anreizcharakter auf einer kleineren Plattform mit sich bringt. Der darunterliegende Infrastruktur-Token VET ist deutlich interessanter. Aus meiner Perspektive hat auch einen größeren Mehrwert und Utility, aber die VBetterDAO mit ihren Maßnahmen trägt dazu bei, dass der native VET-Token natürlich insgesamt aufgewertet wird, weil einfach mehr Usage, also mehr Nutzen auf das gesamte Ökosystem kommt und dem Ganzen zugutekommt. Von daher, das war es jetzt erstmal wieder. Das war der Zusammenhang zwischen der Mobilfunkmesse, wo VeChain News verkündet hat, mit der VBetterDAO, Nachhaltigkeitszielen der UN und was alles vorausgegangen ist von Partnerschaften wie mit der Boston Consulting Group, zusammen mit Entwickler- und Förderprogrammen. All das zielt darauf hinaus, diesen Vorgang weiter voranzutreiben, Blockchain massentauglich zu machen. Und von daher hat mich das ganze Thema wieder unglaublich fasziniert. Ich hoffe, es hat dir gefallen, das neue Format. Schreib mir mal, was du dazu denkst. Würde mich interessieren. Auch ich möchte stetig dazulernen und natürlich so coole Dinge wie möglich mit dir teilen. Und ja, ich freue mich auf dich ganz bald. Mach's gut. Bleib wie ich von Krypto fasziniert. Wo auch immer du bist, was auch immer du machst. Pass auf dich auf. Ciao.